画饼充饥 Fladenbrot mahlen, um den Hunger zu stillen. 望梅止渴 sich Pflaumen anbilden, um den Durst zu löschen. Es war einmal ein armer Mann, der unter Hunger litt. Um sich zu trösten und seinen leeren Magen zu beschwichtigen, malte er Fladenbrote auf Papier. Die gemahlten Fladen konnten ihm aber keine Energie spenden und der Mann verhungert am Ende. Zu dieser Geschichte bildet man eine Metapher, in der unrealistische, angebildete Sachen mit einem gemahlten Fladenbrot verglichen werden, die keinen realen Nutzwert haben. In der chinesischen Literatur ist eine ähnliche Idiomgeschichte weit verbreitet, die von dem berühmten Politiker, General und Herrscher Cao Cao erzählt. Als Hauptgeneral leitete Cao Cao oft persönlich eine 100.000-köpfige Armee. Einmal, als die Armee an einem trockenen Sommertag marschierte, hatten alle Soldaten großen Durst. Um sie zu Weitermarschieren zu motivieren, sagte Cao Cao den Soldaten: Bald kommt ein großer Wald mit tausenden Pflaumenbäumen. Dort könnt ihr den Durst löschen und so viel Pflaumen essen, wie ihr wollt. Als die Soldaten das hörten, bildeten sie sich im Kopf Pflaumen an, bekamen mehr Speicher im Mund und fühlten sich weniger durstig. Motiviert von den Pflaumen marschierten sie dann möglichst schnell vorwärts. Aber in Wahrheit war es eine Lüge. Kein Pflaumenbaum stand entlang des Wegs. Dank der angebildeten Pflaumen haben die Soldaten ihr maximales Durchhaltevermögen erreicht und marschierten trotz des riesigen Dursts weiter. Im Chinesischen sind die Idiome 画饼充饥 Fladenbrot mahlen, um den Hunger zu stillen, und 望梅止渴 sich Pflaumen anbilden, um den Durst zu löschen, Synonyme und werden in Kontexten gebraucht, wenn man mit unrealistischen Gegenständen sich selbst oder die anderen tröstet oder betrügt. Im Alltagsleben sind die gemahlten Fladenbrote oder die angebildeten Pflaumen überall zu sehen. Ein Brot zu mahlen oder Pflaumen anzubilden ist einer der am häufigsten gebrauchten Tricks in vielen Bereichen. Obwohl jedem bewusst ist, dass sie nicht essbar und für das Leben nutzlos sind, fällt es schwer, vernünftig zu bleiben. Sie haben sicher Erfahrungen damit, von solch einem illusorischen Ding getäuscht zu werden. Ein Chef, der seine Angestellten mit weniger Lohn mehr arbeiten lassen möchte, macht beispielsweise oft Cao Cao nach. Statt die Arbeitsbedingungen der Angestellten zu verbessern, schenkt er ihnen unrealistische, schöne Zukunftsvorstellungen. In diesem Fall macht er einen sehr ehrgeizigen Firmenplan für die nächsten Jahre und verspricht den Arbeitnehmern eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen und großartigen Erfolg, falls der Plan realisiert wird. Der ehrgeizige Plan kann aber in der Realität kaum verwirklicht werden. Hingegen sind der Fleiß und die Zeit, die die Arbeitnehmer für den Plan opfern, real. Ergebnis: Die Arbeitnehmer arbeiten erschöpft, aber werden sehr ungerecht bezahlt. Trotzdem können sie sich relativ zufrieden fühlen. Ein gemahltes Fladenbrot ist wie ein mentales Placebo, das psychisch gut tut.
aber das Leben nicht halten kann. Was man fest an den gemahlten Fladen glaubt, aber nicht gleichzeitig etwas ist, wird man verhungern. Die Gesellschaft braucht manchmal gemahlten Fladenbrote, damit sich die Leute psychisch besser fühlen. Aber es kann niemals richtige Lebensmittel ersetzen. Das reale Interesse, das das aktuelle Leben garantiert, darf nicht wegen unrealistischen Sachen ignoriert werden. Liebe Zuschauer, wie ist Ihre Meinung zu dem gemahlten Fladenbrot?